Liebe entsteht niemals zufällig. Die sichtbare Anziehung und scheinbar zufällige Begegnungen sind nur die Oberfläche eines tieferen Spiels, eines Spiels des Unterbewusstseins. Was wir als spontane Anziehung empfinden, ist in Wahrheit die Resonanz verborgener Ebenen unserer Psyche. Jeder Blick, jede Berührung, jeder flüchtige Gedanke ist ein Hinweis auf das, was im Inneren unbewusst erkannt wird. Ein Echo der Schatten, der verlorenen Teile, der Archetypen, die in uns allen schlummern. Es ist faszinierend zu erkennen, dass Menschen uns nicht einfach wegen uns lieben. Sie lieben uns, weil wir in ihnen etwas spiegeln, das sie lange nicht gesehen haben oder vielleicht nie gewagt haben zu sehen. Sie lieben die verborgenen Räume in sich selbst, die wir, bewusst oder unbewusst, berühren. Die Liebe ist in diesem Sinne kein zufälliges Ereignis, sondern ein unausweichlicher Tanz zwischen den inneren Schatten und den Projektionen des Geistes. Im Unterbewusstsein schlummern Archetypen, universelle Muster, die unsere Wahrnehmung und Emotionen unbewusst leiten. Die Schattenarchetypen sind diejenigen Teile, die wir verleugnen, vergessen oder unterdrücken. Die Anima und der Animus sind die energetischen Spiegel des jeweils anderen Geschlechts in uns selbst. Wenn Menschen zueinander hingezogen werden, resonieren sie nicht nur auf bewusster Ebene, sondern auf dieser tiefen, archetypischen Ebene. Sie erkennen in uns das, was ihnen selbst fehlt oder was sie in sich selbst verleugnet haben. Manchmal ist diese Resonanz sanft wie ein Flüstern in der Seele, manchmal intensiv wie ein Sturm, der durch die inneren Räume fegt. Die Liebe wirkt wie ein unsichtbares Licht, das die Schatten hervorhebt, die wir sonst zu vermeiden suchen. In diesen Momenten wird klar, wir lieben nicht nur die sichtbare Erscheinung eines Menschen, wir lieben den Spiegel, den er uns vorhält, die Leere, die er in uns füllt, die unerkannten Teile, die er uns bewusst macht. Wenn zwei Seelen auf diese Weise resonieren, spielt das kollektive Unterbewusstsein eine stille Rolle. Es ist das unsichtbare Gewebe, das alle Menschen verbindet, ein tiefes Energiefeld, das oft durch Träume, flüchtige Eindrücke oder spontane Synchronizitäten wirkt. Zwei Menschen treffen sich und plötzlich ist da diese unbestimmbare Anziehung, ein Gefühl der Vertrautheit, das keine rationale Erklärung zulässt. Sie sehen einander nicht nur als Personen, sie erkennen in sich selbst die Archetypen, die sich in der anderen Person spiegeln. In diesem Spiel der Resonanzen liegt das geheime Gesetz der Liebe. Es ist niemals zufällig, wer sich zu wem hingezogen fühlt. Wer uns liebt, liebt in Wirklichkeit eine Kombination aus uns selbst und den eigenen Projektionen. Jeder Moment der Zuneigung ist wie ein Schlüssel, der Türen zu den unbewussten Räumen öffnet, die wir oft ignorieren. Jeder Mensch, der uns begegnet, ist zugleich ein Lehrer, ein Spiegel und ein Schatten, der uns daran erinnert, was wir in uns selbst verbergen. Die subtilen Mechanismen dieser Resonanz können sich auf vielfältige Weise zeigen. Ein flüchtiger Blick, der länger verweilt, als er sollte, ist nicht nur Aufmerksamkeit, sondern ein Unterbewusstseinsimpuls. Ein unerwartetes Lächeln, eine spontane Geste, eine gemeinsame Melodie. All diese scheinbar trivialen Details tragen die Energie der Schattenprojektionen. Sie sind wie Routen auf einer unsichtbaren Karte des Unterbewusstseins, die zueinander finden, weil sie auf einer Ebene resonieren, die der bewussten Wahrnehmung entzogen ist. Manchmal erschreckt uns diese Erkenntnis. Wir glauben, dass Liebe rational, greifbar und erklärbar ist, doch die wahre Natur der Liebe ist eine stille, oft unsichtbare Kraft. Sie ist ein Spiel des Unterbewusstseins, eine unsichtbare Architektur aus Archetypen und Resonanzen. Sie führt uns nicht nur zu anderen, sondern auch zu uns selbst. Die Menschen, die uns am meisten berühren, sind diejenigen, die uns Aspekte unseres Selbst zeigen, die wir sonst nicht sehen würden. Sie lassen uns die Schatten erkennen, die wir ignorieren, und die Leere füllen, die wir unbewusst spüren. Liebe
wirkt wie ein unsichtbares Netz, das die innersten Ebenen der Seele miteinander verbindet. Sie ist keine Laune des Zufalls, keine flüchtige Emotion, sondern eine stille Ordnung, ein geheimes Gesetz, das das Unterbewusstsein orchestriert. Wer versteht, wie diese Mechanismen wirken, erkennt, dass jede Begegnung, jede Anziehung, jede Nähe mehr ist als das Sichtbare. Sie ist ein Spiegel, ein Echo, ein Resonanzpunkt in der Landschaft der Psyche. In der Tiefe wirkt die Resonanz zwischen Schatten und Licht. Jede Liebe entsteht, weil zwei unsichtbare Kräfte miteinander interagieren. Die verborgenen Schatten, die wir in uns tragen, finden in anderen Menschen Echo und Spiegel. Wer uns liebt, begegnet nicht nur unserer Oberfläche, sondern unseren Tiefen, unseren unbewussten Ängsten, den vergessenen Träumen und den unerfüllten Sehnsüchten. In diesem Prozess wird Liebe zu einem Instrument der Selbsterkenntnis. Die Anima und der Animus verleihen diesem Gesetz eine weitere Dimension. In jedem Menschen schlummert das Bild des anderen Geschlechts, nicht nur körperlich, sondern als archetypische Energie. Menschen werden von dem angezogen, was in ihnen selbst fehlt, von den Aspekten, die sie in sich selbst nicht erkennen oder unterdrücken. Liebe wird so zur Brücke zwischen unbewussten Archetypen, ein Tanz, in dem jede Geste, jedes Wort, jeder Blick Teil eines tieferen Musters ist. Manchmal manifestiert sich diese Ordnung in subtilen Zeichen. Ein Blick, der länger verweilt, ein Lächeln, das inneren Schmerz mildert, eine Berührung, die vergessene Erinnerungen weckt, all dies sind Ausdrucksformen des verborgenen Gesetzes. Liebe wirkt durch solche Resonanzpunkte, unsichtbar und doch zwingend. Sie führt Menschen zueinander, nicht weil sie es bewusst wählen, sondern weil das Unterbewusstsein sie lenkt. Das kollektive Unbewusste verstärkt diese Wirkung. Die Energie, die alle Menschen verbindet, erzeugt Synchronizitäten, die wie kleine Wunder erscheinen. Zufällige Begegnungen, geteilte Gedanken, parallele Erfahrungen. Alles fügt sich in ein Muster, das nur die Psyche erkennen kann. Wer diese Gesetzmäßigkeit versteht, erkennt, dass jede Liebe eine kosmische Harmonie ist. Eine unsichtbare Symphonie, orchestriert von Archetypen, Schatten und Resonanzen. Am Ende offenbart sich die wahre Natur der Liebe. Sie ist weder chaotisch noch zufällig. Sie ist ein Spiegel, der zeigt, wer wir sind, was wir in uns verbergen und welche Schatten uns bewegen. Sie ist ein Lehrer, der uns zwingt, unsere verborgenen Seiten zu erkennen, unsere unerfüllten Sehnsüchte zu akzeptieren und die Harmonie in unserem Inneren zu suchen. Liebe findet niemals nur an der Oberfläche statt. Sie webt sich durch die unsichtbaren Ebenen des Unterbewusstseins, durch die stillen Tiefen der Psyche. Die Anziehung zwischen Menschen, das plötzliche Pulsieren des Herzens, ist in Wahrheit die stille Verbindung zwischen verborgenen Schatten und unbewussten Leerräumen. Jeder scheinbar zufällige Moment, jeder Blick, jede flüchtige Berührung ist Teil eines vielschichtigen, symbolischen Mechanismus. Manchmal spricht diese Resonanz durch Stille. Ein Blick, der länger verweilt als erwartet. Ein Klang, der in der Seele nachhallt. All das sind keine Zufälle. Sie sind Botschaften des Unterbewusstseins. Menschen lieben, doch sie lieben nicht nur das Sichtbare. Sie sehen in ihnen die Projektionen ihrer eigenen Schatten, die vergessenen Wünsche und unterdrückten Teile ihrer Seele. Liebe wird so zu einem Spiegel. Jeder Blick wird zum Echo, jede Berührung zur Reflexion unbewusster Resonanzen.
Am Ursprung dieser Resonanz steht der Schatten. Jede verborgene Seite unserer Psyche, jeder unerkannt gebliebene Teil unseres Selbst wird durch diese Verbindung sichtbar. Menschen erkennen einander, weil ihre Schatten miteinander kommunizieren. Manchmal geschieht dies sanft, wie ein Flüstern, manchmal mit einer Intensität, die das Innere erschüttert. Liebe ist in diesem Sinne ein Spiel der Schatten, eine Begegnung dessen, was wir zu vermeiden suchen. Die Anima und der Animus erweitern diese Resonanz auf eine andere Ebene. In jedem Menschen schlummert das Bild des anderen Geschlechts, nicht nur körperlich, sondern als archetypische Energie. Menschen werden von dem angezogen, was in ihnen selbst fehlt, von den Aspekten, die sie in sich selbst nicht erkennen oder unterdrücken. Liebe wird so zur Brücke zwischen unbewussten Archetypen, ein Tanz, in dem jede Geste, jedes Wort, jeder Blick Teil eines tieferen Musters ist. Manchmal manifestiert sich diese Ordnung in subtilen Zeichen. Ein Blick, der länger verweilt, ein Lächeln, das inneren Schmerz mildert, eine Berührung, die vergessene Erinnerungen weckt. All dies sind Ausdrucksformen des verborgenen Gesetzes. Liebe wirkt durch solche Resonanzpunkte, unsichtbar und doch zwingend. Sie führt Menschen zueinander, nicht weil sie es bewusst wählen, sondern weil das Unterbewusstsein sie lenkt.